Deutschland ist eine Demokratie. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Bevölkerung entscheidet, welche Parteien das Land regieren dürfen. Daher gibt es in Deutschland alle 4 Jahre eine Wahl, die sogenannte Bundestagswahl. Dabei haben die Wähler 2 verschiedene Stimmen. Die Erststimme, mit der sie den Direktkandidaten wählen, der aus dem Kreis, aus der jeweiligen Region stammt. Und die Zweitstimme für die Partei bundesweit. Insgesamt gibt es derzeit etwa 736 Parlamentarier, die im Bundestag sitzen. Jede Partei braucht mindestens 5%, um in den Bundestag einzuziehen. Kommen wir nun zu den Parteien. Die CDU ist die größte Partei Deutschlands. Sie fährt historisch die besten Wahlergebnisse ein. Das bedeutet, sie kriegt immer die meisten Stimmen. Die CDU steht für traditionelle, konservative Werte. Weiterhin setzt sich die CDU oftmals für die Interessen von Unternehmen und generell für die Wirtschaft ein. Die CDU hat als Spitzenkandidaten Friedrich Merz ernannt, welcher die besten Chancen hat, der nächste Bundeskanzler Deutschlands zu werden. Kommen wir zur SPD. Die SPD stellt den aktuellen Bundeskanzler Olaf Scholz und wird auch mit diesem bei der Bundestagswahl 2025 antreten als Spitzenkandidaten. Die SPD steht generell für die Arbeiterklasse und versucht oftmals einen gewissen Mindestlohn für Arbeiter einzuführen oder gewisse Arbeitsbedingungen für Arbeiter ein wenig zu verbessern. Weiterhin möchte die SPD eine Vermögenssteuer für Reiche einführen. Kommen wir zu den Grünen. Die Grünen haben ihren Fokus auf dem Klimaschutz und versuchen daher stets ihr Wahlprogramm am Klimaschutz zu orientieren. Kommen wir zur FDP. Die FDP vertritt in der Regel die Interessen von Unternehmen, aber auch generell setzt sich die FDP für möglichst wenig Eingriff seitens des Staates ein. Kommen wir nun zu der neuesten Partei dieser Gruppe, nämlich zur BSW, die Partei von Sarah Wagenknecht. Diese Partei wurde neu gegründet und soll eine Alternative zu den anderen Parteien darstellen. Dabei vertritt sie vor allen Dingen in der Außenpolitik eine andere Position. Dabei soll die Politik mit Russland neu bedacht werden, um die Interessen Deutschlands zu wahren und die Energiekosten zu senken. Kommen wir zur letzten Partei, die AfD. Die AfD ist sehr bekannt geworden für ihre alternativen Positionen. Dabei verfolgt die AfD eine striktere Position gegen Flüchtlinge und Ausländer im Generellen, setzt sich aber auch generell für ein besseres Verhältnis mit Russland ein. Was sind mögliche Koalitionen? Es gibt verschiedene Koalitionen, die in Frage kommen. Die sogenannte Ampelkoalition, die Jamaika-Koalition oder auch die Große Koalition. Und diese Koalition scheint mir persönlich am wahrscheinlichsten, dass die SPD und die CDU wieder eine Koalition bilden. Die 4 dominierenden Themen dieser Wahl sind Klimaschutz, Migration, Soziales und Wirtschaft. Und je nachdem, welcher Schwerpunkt gelegt wird bei den Bürgern, fällt das Ergebnis der Wahl anders aus, da unterschiedliche Parteien andere Schwerpunkte für sich setzen. Ich blende jetzt eine aktuelle Wahlprognose ein. Diese ist nur eine Prognose und ist natürlich nicht genau und kann natürlich deutlich von dem Wahlergebnis abweichen. Wenn du mehr erfahren möchtest über das Land Deutschland, über seine Wirtschaft, seine Stärken, seine Kultur, dann klick auf das nächste Video über Deutschland hier.